Ein Bitcoin kostet erstmals in seiner Geschichte an den Finanzmärkten mehr als $100.000. Der Preis der ältesten und bekanntesten Kryptowährung schoss schon am Donnerstagabend um bis zu 6% nach oben. Seit dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl träumen die Anleger von laxeren Vorschriften. Trump hat ja angekündigt, die Vereinigten Staaten zum Kryptozentrum des Planeten zu machen. Den letzten Kick für den Sprung über die $100.000 war offenbar die Nominierung von Paul Atkins als neuen Chef der US-Börsenaufsicht SEC, und er gilt eben als Kryptofreund. Außerdem wird natürlich die Eroberung dieser psychologisch wichtigen 100.000er-Marke als Ritterschlag für die Kryptobranche gesehen. Die kämpft ja immer noch mit ihrem Schmuddel-Image, natürlich auch mit der starken Volatilität, die der Bitcoin weiterhin hat. Momentan sehen wir ein Plus von 4%, einen Stand von $102.708. Und ziemlich beeindruckend auch die Kurve seit Jahresanfang. Seitdem hat nämlich der Bitcoin gute 130% zugelegt. Allein in den letzten 4 Wochen seit der Wahl Trumps ging es um mehr als 50% nach oben. Rekorde, die gab es aber auch einmal mehr beim DAX heute. Nach einem etwas verhalteneren Start geht es wieder stramm nach oben. Das heißt natürlich neue Allzeithochs. Momentan heißt der Höhepunkt 20.324. Sind wir ganz knapp drunter. Also diese Marke wird heute sicher auch nicht halten. Selbst die politische Krise in Frankreich, die kann die Euphorie kaum stoppen. Das prallt an den Finanzmärkten ab. Keiner will offenbar diese Jahresendrallye verpassen. Und da waren jetzt natürlich schon die ersten, dass man vielleicht ein paar Gewinne mitnehmen könnte, dass es nicht mehr so lange dauert. Wir schauen jetzt aber erstmal auf die, die noch gewinnen im DAX. Das ist ganz oben Commerzbank und dann schon an zweiter Stelle Zalando. Diese Firma legt ja schon seit Tagen deutlich zu und seit Jahresanfang hat die Aktie knapp 60% gewonnen. Das ist natürlich sehr schön. Zumindest wenn man vergisst, dass Zalando noch 2021 ungefähr das Dreifache wert war. Ordentlich an Wert zulegen, das können auch gerade 2 Unternehmen im MDAX. HelloFresh profitiert dabei von einem positiven Analystenkommentar von Jefferies. Das ist ein kräftiges Plus derzeit von 13% fast. Und deutlich nach oben geht es auch für Aurubis. Das ist Europas größter Kupferverarbeiter und der hat glänzende Bilanzzahlen vorgelegt. Der Vorsteuergewinn ist um 19% gestiegen. Jetzt wird die Dividende um 10 Cent erhöht auf 1,40 Euro. Und auch da greifen die Anleger zu. Die deutsche Industrie hat im Oktober weniger Aufträge erhalten als im September. Da hatte es noch einen überraschend starken Anstieg gegeben. Die Bestellungen fielen um 1,5% niedriger aus. Ökonomen hatten mit noch weniger gerechnet. Also insofern ist das schon fast wieder eine gute Nachricht. Vor allem die Bestellungen aus dem Inland sanken im Oktober um 5,3%. Das Auslandsgeschäft dagegen legte um 0,8% zu. Nach wie vor prägen Großaufträge mit ihren starken Schwankungen die Entwicklung. Das zeigt sich unter anderem bei Schiffen und Flugzeugen. Hier gab es im Oktober einen Rückgang um 7%, nachdem im September ein sehr kräftiger Anstieg um rund 176% gemeldet worden war. Die OPEC Plus trifft sich heute also, die Organisation Erdöl exportierender Länder und Partner. Bei den virtuellen Beratungen könnten sie sich auf eine Verlängerung der bereits bestehenden Ölförderkürzungen verständigen, um eben die Ölpreise zu stützen. Insidern zufolge geht es um Verlängerungen von 3 Monaten, aber auch bis zu einem halben Jahr. Diese Kürzungen sollten eigentlich jetzt auslaufen, doch eine sinkende Nachfrage und eine steigende Ölförderung außerhalb der OPEC, die drücken den Preis. Die OPEC-Plus-Länder produzieren zusammen etwa die Hälfte des weltweiten Öls. Und wir schauen mal auf den aktuellen Kurs gerade. Da kommt der Ölpreis wieder ein bisschen zurück. Mal sehen, was noch rauskommt. Aber insgesamt sieht man hier auch am 6-Monats-Chart, dass der Ölpreis auf ziemlich niedrigem Niveau ist. So, zugeschaltet ist jetzt David Kohl, Chefvolkswirt von Julius Baer. Herzlich willkommen hier bei Welt. Schönen guten Tag. Sie haben ja am Vormittag so ein bisschen einen Ausblick gegeben fürs kommende Jahr, was Sie da erwarten an den Finanzmärkten. Wir schauen jetzt noch mal kurz auf den Ölpreis, beziehungsweise warum der so niedrig ist. Das ist ja, weil Chinas Konjunktur schwächelt, immerhin der größte Ölkäufer weltweit. Und jetzt kommt auch noch Trump, ein erklärter China-Gegner. Wie geht es denn weiter mit China? Ja, Trump wird vielleicht eher die gegenteiligen Auswirkungen auf die die Maßnahmen haben, die man in China beschlossen hat. Das heißt, hier dieser Druck, der von außen kommt, nochmal auf die Exportindustrie, auf die man sich in der letzten Zeit stark verlassen hat,
der wird wahrscheinlich China dann dazu bewegen, hier doch mehr zu tun, um auch die inländische Nachfrage endlich wieder in den Gang zu bringen. Sie haben es gesagt, als größter Ölkonsument der Welt ist es natürlich insbesondere die inländische Nachfrage, die hier leidet. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass insbesondere der Transport, also dort die Autoindustrie, ja schon sich stark umgestellt hat, weg vom Öl hinsichtlich Elektromobilität. Und auch das macht sich dann bemerkbar eben bei diesem größten Importeur von Öl, dass eben die Ölnachfrage dort nicht ganz so stark ist. Aber zurück zu Ihrer Frage, was bedeutet Trump für China? Eigentlich eher, dass man sich noch mehr anstrengt, hier wirklich auch die inländische Konjunktur wieder in die Gänge zu bringen. Dann schauen wir mal auf Deutschland, für das China ja ein sehr, sehr wichtiger Markt ist. Wie sehen Sie denn die weitere Entwicklung Deutschlands? Die OECD sieht ja Deutschland als Wachstumsschlusslicht im kommenden Jahr. Ja, diesem Urteil können wir uns auch nicht ganz entziehen und da lohnt es sich auch hineinzuschauen, warum das so ist. Natürlich kann man viel darüber nachdenken, dass viel Unsicherheit herrscht, dass man sich in einzelnen Produkten, insbesondere in der Autoindustrie, vielleicht falsch positioniert hat, um an diesen Absatzmärkten in China bestehen zu können. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Deutschland in der preislichen Wettbewerbsfähigkeit extrem nachgegeben hat. Das heißt, in diesen letzten 3 Jahren, als die Preise global stark gestiegen sind, sind die eben besonders stark in Deutschland gestiegen, auch in den europäischen Partnerländern. Und das bedeutet eben die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, die leidet enorm. Das sind im Prinzip Hausaufgaben, die jetzt auf Deutschland zukommen, auf der preislichen Ebene, auf der Kostenebene wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und das bedeutet, ja, wirklich den Gürtel enger zu schnallen, bevor es wieder besser geht, bevor man wieder wettbewerbsfähig wird auf diesen wichtigen Märkten, wie zum Beispiel in China. Und dazu kommt ja auch noch, dass sich die Handelsbeziehungen zu also zwischen Europa und den USA vermutlich verschlechtern werden. Das erwarten ja die meisten Beobachter angesichts dieser doch ziemlich turbulenten Lage. Wie sollten sich Anleger da positionieren? Ja, ob die Handelsbeziehungen sich wirklich verschlechtern werden zwischen den USA und Europa, das muss man noch sehen. Gleichzeitig haben Sie natürlich vollkommen recht, dass allein die Androhung dessen, dass diese Handelsbeziehungen sich verschlechtern könnten, auch jetzt schon ihre realwirtschaftlichen Effekte haben. Das heißt, exportorientierte Firmen, die halten sich halt stärker zurück. Die sind nicht mehr so bereit, hier wirklich in Expansion zu investieren. Was bedeutet das für Anleger? Sie haben es angesprochen, wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, den DAX anschaut, dann sind es gerade die Unternehmen, die eben sehr international aufgestellt sind in Deutschland, die immer noch in dieser globalen, guten Konjunkturlage profitieren können, denen es ganz gut geht. Und natürlich Unternehmen, die sehr stark in diesen Problembereichen sind, in denen die Kosten Wettbewerbsfähigkeit insbesondere unter Druck ist, aber auch die Produktwettbewerbsfähigkeit unter Druck ist, da wird es schwierig. Da wird man sich noch etwas gedulden müssen, dass man hier wirklich von der Entwicklung in der Zukunft profitieren kann. Sagte David Kohl, Chefvolkswirt von Julius Baer. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Auftragsmangel im deutschen Wohnungsbau, der hat im November deutlich zugenommen. 54% der Unternehmen berichteten davon, nach knapp 50% im Oktober. So berichtet das Münchner IFO-Institut. Auch das Geschäftsklima im Wohnungsbau hat sich verschlechtert. Diesmal beurteilten die Unternehmen sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für die kommenden Monate wieder schlechter. Der zentrale Immobilienausschuss, der beziffert die Neubaulücke auf mittlerweile etwa 600.000 Wohnungen. Ohne extra Anstrengungen werde diese bis 2027 auf bis zu 870.000 € steigen.